Okay, meine lieben Leute der leichten EDV, dann mal wieder willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute möchte ich euch mal ganz kurz ein kleines Tool zeigen, das ich bei meinen Recherchen entdeckt habe. jopdf.com. Ist eine virtuelle Maschine, seid ein bisschen nachsichtig, wenn es gerade ein bisschen zuckt hier. So, wir sind natürlich nicht so, wir lassen uns das gleich mal auf Deutsch übersetzen. Die Webseite ist nicht in Deutsch verfügbar, aber das Programm selber könnt ihr in Deutsch haben. Das ist kein Problem. JPDF ist kostenlos und soll auch kostenlos bleiben. Das ist schon mal ein schönes Ding. Und was mir ganz gut gefällt, was ich echt klasse finde, man muss sich nicht registrieren, man muss sich nicht irgendwo anmelden, man muss sich kein Konto erstellen. Man kann einfach installieren und loslegen, so wie wir das früher auch mal kannten. Steigern Sie Ihre Produktivität mit JoPDF, dem kostenlosen PDF-Tool. Bearbeiten, kommentieren, organisieren, schützen, lesen, drucken. Also ihr seht, ist nicht die Welt, was das Ding kann, aber die grundlegenden Funktionen für einen kurzen Quickie, wenn ich mal ein PDF bearbeiten muss, die habe ich einfach dabei. So, kostenloser Download. Das ist die deutsche Übersetzung, das ist ein bisschen abgehackelt. Das ist aber nicht so schlimm. Dann speichern wir uns das. Starten die darunter geladene Datei zum Installieren. Gut, wir haben unser Installationsfenster und jetzt gehen wir hier auf Customer Install. Ihr könnt es auch später in der Software umstellen. Ich habe es nur zufällig gesehen, deshalb stelle ich es gleich hier auf Deutsch um. Und das war's, jetzt installieren. Ihr könnt es auch später auf Deutsch umstellen in der Software, wie gesagt, das geht auch. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Homepage. Ihr bekommt also Kontakt, also ihr habt hier die üblichen Q&A und ihr habt einen Kontakt für den Support. Das ist schon mal ganz wichtig, finde ich interessant. Das braucht man öfters, weil man doch mal vielleicht eine oder andere Frage hat. Es gibt Blogbeiträge, es gibt Anleitungen hier und es gibt Rezessionen. Und dann die Produkte, das haben wir für Windows, da haben wir es für Mac. Linux kommt, Linux ist aber noch nicht verfügbar, ist noch nicht freigeschaltet. Wann das kommt, kann ich nicht sagen, aber das ist dann der Happen, der mich dann wieder interessiert, weil es ein kleines zusätzliches Tool ist. Und es hat einen ganz großen Vorteil, den zeige ich euch dann auch gleich. So, das machen wir mal zu. Unsere Installation ist abgeschlossen und wir können JoPDF starten. Gut, so sieht unser Bildschirm aus, wenn wir drin sind, wenn wir das aufgemacht haben. Wir können hier eine PDF öffnen zum Bearbeiten. Oder wir können hier eine neue leere PDF erstellen, um dann selber drin rumzubasteln. Oder selber Inhalte einzufügen. Kommen wir dann auch noch drauf. Wir machen jetzt eigentlich erst einmal den Kernpunkt, den ich wirklich das Interessanteste finde. PDF bearbeiten. Das ist einfach ein Tool, das man immer wieder mal braucht. Da habe ich auch schon ein paar Dokumente hinterlegt, die man mal bearbeiten kann. PDF bearbeiten. Und hier habe ich jetzt schon ein paar Dokumente vorbereitet, die wir einfach mal zum Spielen jetzt hernehmen können. AES ist meine Handy-SIM-Karte, beziehungsweise das ist die SIM-Karte vom Router. Das ist aber eine andere Geschichte. Hier tickt das alles ein bisschen anders. So, und jetzt habe ich hier meine Anzeige. Gut. Das, was jetzt wirklich interessant ist, ich kann hier wirklich meinen Text bearbeiten. Markiere hier Text bearbeiten. Jetzt habe ich hier auch ein Bearbeitungsfenster, wie ihr seht. Und ihr seht hier, der ist falsch geschrieben, da fehlt so ein bisschen Leerzeichen. So, das war jetzt völlig daneben. Gut, Vorführeffekt. Noch aufrutschen. Ja, da sind wir uns irgendwie nicht einig mit dem. Dann nehmen wir den Michael Illing, das korrigieren wir auch noch mit. Michael. Ihr werdet lachen, weil man kann hier mit so einer falschen Anschrift durchaus mal Probleme kriegen, gerade wenn es um Handy- und Online-Banken geht. Da sind die dann gar nicht so lustig aufgestellt. Und dann ist es sehr schön, wenn man sich hier mal kurz seine eigene Rechnung korrigieren kann. Das ist jetzt nur einfach ein Beispiel, was ihr damit machen könnt. Das R gehört wieder da oben hin. Es ist immer so eine zwickelige Sache, in solchen Dateien rumzubasteln. Deshalb kann ich einfach nur dazu sagen, es ist schön, dass es so ein Tool gibt.
dass man das einfach machen kann. Das könnte ich jetzt hier auch mit dem Betrag machen, mit dem Datum machen, ja, könnte ich eigentlich so mit allen machen, was mir so raushängt. Das war jetzt eigentlich mal der Punkt, das Ganze kann man jetzt da speichern und dann gehen wir mal hier wieder raus. Jetzt ist das hier noch ein bisschen weit oben, ein bisschen runterrutschen. So, PDF erstellen, das ist eine leere PDF erstellen. Wie gesagt, ist leer, jetzt kann ich hier auf Bearbeiten gehen, Text hinzufügen. Ja. Dann kann ich ja noch ein Bild hinzufügen. Da kann ich jetzt hier so meinen Rahmen ziehen. Dann kann ich hier unter Downloads mein entsprechendes Bild auswählen. Und dann habe ich hier auch ein Bild drin. Gut, dann gehen wir mal in die Übersicht zurück. Wir sagen hier nicht speichern. Dann PDF drucken. Das ist relativ easy. Da kann ich jetzt hier natürlich irgendein PDF auswählen und kann das dann zum Drucken abschicken. Kann den halt einfach als ganz normalen Adobe oder Acrobat Reader benutzen, der auch drucken kann. Dann kann ich meine PDFs hier natürlich noch organisieren. Bleiben wir mal bei dem Internet Sims. Das waren wenigstens 2 Seiten. So, da kann ich jetzt natürlich hier schwupps das auch umbenennen, also umverteilen, kann die Seitenreihenfolge hier einfach ändern. Oder ich kann sagen, hier kommt, diese Seite brauche ich nicht. Dann kann ich sie auch raushauen. Ja, ich möchte diese löschen. Und wenn ich das schick finde, kann ich es natürlich auch drehen. Alles kein Ding, kann ich hier alles machen. Ich kann hier noch einfügen, teilen, die Seitengröße bearbeiten. Und dann habe ich hier noch mit Links, kann auch den Zoom nochmal verschieben, angehen. Und dann gehen wir wieder raus. Nicht speichern. Und dann können wir hier noch PDF verschlüsseln, das heißt Benutzerrechte und so weiter setzen, was denn die Leute mit meiner PDF-Datei anfangen dürfen. Was durch eingebürgert hat, bleiben wir jetzt einfach hier bei dieser SIM-Karte. So, Passwort zum Öffnen, Berechtigungspasswort. Drucken ist nicht erlaubt zum Beispiel, das sind hier die Dinge, die ich sagen kann, die ich haben möchte. Kann ich entsprechende Einstellungen eben dann berechtigungsmäßig eingeben. Warum macht ihr mir das jetzt immer wieder zu? Ist wieder lustig. Vielleicht muss man das irgendwie geklickt halten. Ja, so geht's. Erlaubtseite einfügen, löschen und drehen, Formulare ausfüllen, Unterschriften leisten und so weiter. Das könnt ihr dann wirklich alles festlegen, wenn ihr da Dienste und so weiter einschränken wollt. Und wenn du jetzt nur sagst, okay, der ganze Inhalt geht eigentlich keinem was an, außer die Leute, die es wissen dürfen, dann sage ich hier einfach ein Passwort zum Öffnen und vergebe hier dann ein Passwort. Und dann kann ich das Ganze anwenden und dann ist das auch schon erledigt. Das ist der ganze Leistungsumfang jetzt halt eigentlich zu diesem Jo-PDF. Wie gesagt, es ist ein ganz kleines Tool, also das ist ganz klein, jetzt auch nicht unten. Es ist halt ein Tool und es ist kostenlos und man kann es wirklich sehr gut verwenden, kann es eigentlich immer wieder brauchen. Eine Sache wollte ich euch noch zeigen, PDF bearbeiten, genau. Ein Hinweis noch, weil das sehr oft, sehr viele kommen, auch in Bezug auf Paperless, wenn ich jetzt hier, Diabetesroutine, das ist gut, das sind thailändische Schriftzeichen. Wenn ihr ein Dokument habt, das ihr gescannt habt oder fotografiert habt oder ein Foto, dann könnt ihr hier zwar sagen, ich möchte den Text bearbeiten, dann kannst du hier auch reingehen, aber du siehst, wenn ich jetzt hier tippe, ich kann hier nichts ändern. Ich kann jetzt hier mitten reinschreiben, hallo. Nein, das zeigt er mir auch nicht an. Hier müssen wir ganz am Ende gehen. Machen wir es einfach, Text hinzufügen, was ich wiederum machen kann. Das kann ich jetzt zum Beispiel wieder machen.
Dann kann ich jetzt zum Beispiel hier reinschreiben, neuer Termin. Und das Ganze ist vom Mike. Das kann ich also machen. Ich kann hier in gescannte Dokumente etwas reinschreiben, aber du siehst, er kann hier das nicht bearbeiten. Das kann übrigens kein PDF-Editor. Wenn man sowas bearbeiten will, ausländische Dokumente mit speziellen Schriftzeichen, wie zum Beispiel Arabisch oder sonst irgendwas, kannst du das vergessen. Das wird nie richtig funktionieren. Das ist sehr, sehr aufwendig. Also selbst wenn ich jetzt sage, nur Text bearbeiten, ich kann jetzt hier auch europäischen Schriftkram anklicken hier. Da blinkt auch mein Cursor, aber ich kann hier nichts reinschreiben. Ne, ich kann die Buchstaben, die angezeigt werden, nicht verändern. Was er macht, er legt mir jetzt hier die X drüber. Ne, wenn du ganz genau aufpasst, siehst du das hier? Hier habe ich jetzt X drüber gemacht. Ich kann da reinschreiben, ja, aber ich kann den Text, der in diesem PDF als Grafik hinterlegt ist, nicht bearbeiten als solches. Deshalb könnt ihr die Buchstaben hier in dieser Frontansicht einfach nicht ändern. Ihr könnt also nur kommentieren oder Übersetzungen dazu vermerken. Mehr geht da nicht. Wenn Sie gesagt, das betrifft alle PDF-Editoren, dann nimmt sie jetzt keinen aus. Ich wollte bloß mal allgemein darauf hingewiesen haben, weil das eben sehr kommt. Ich habe hier gescannte Dokumente, ich kann die nicht bearbeiten. Es geht einfach nicht. Gewöhnt euch daran, das ist leider so. Dann brauchst du ein komplett textbasierendes, erstelltes Dokument, wie die SIM-Kartenrechnung, die ich jetzt vorhin in den ersten Beispielen hergenommen habe. Mit der geht das. So, sollte dir das Video gefallen haben und weitergeholfen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video auf diesem Kanal. Dann produziere ich die Videos natürlich in meiner Freizeit und dieses Video beinhaltet keine bezahlte Werbung oder sonst irgendwas. Das ist rein Erfahrungsbericht und informatives Wissen, was ich zur Verfügung stelle. Dann kannst du diesen Kanal gerne finanziell unterstützen mit einer kleinen Spende. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du Probleme haben mit deiner EDV, mit deinem Computer, mit deinem Notebook, mit deinem Netzwerk, mit deinem Einzelplatz, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden. Das ist ein weltweiter remoter Dienstleister. Da wirst du geholfen für 25 € die Stunde. Auftrag gegen Rechnung, ohne Vertragsbindung, Ecken, Haken und Ösen und Abos haben wir auch nicht. Bei uns kann man sich übrigens auch nicht online registrieren. Nein, das geht bei uns. In diesem Sinne, gehabt's euch wohl und bis zum nächsten Video.